Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX-8. Ich habe ja in einem Video schon mal gesagt, dass ich eine Abgasanlage gekauft hatte für das Auto, kurz bevor der hochgegangen ist. Ja, das ist die Abgasanlage, die werde ich heute einbauen, weil der Motor ja jetzt endlich vernünftig läuft. Das hier ist die Abgasanlage. Das ist eine Nvidia Q300, so heißt die, glaube ich. Die habe ich gebraucht, bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ist jetzt hier hinten mit dieser Burnt-Optik hinten an den Endrohren. So, ich werde, bevor ich die einbaue, werde ich auch mal hingehen und die ganzen Sachen hier sauber machen. Wie man hier überall sieht, hat der schöne Vorbesitzer das Ganze so ein bisschen mit so Auspuffdichtmasse sehr stark vollgeschmiert, wie man hier auch noch sieht. Der ist auch ein bisschen tiefer gefahren. Sieht man daran, dass das hier komplett abgedingstet ist, komplett abgeschliffen ist und auch so eine kleine Macke drin ist. Die ganze Abgasanlage hat auch ABE, deswegen da kann ich einfach drunter schmeißen und dann kann ich damit einfach fahren, was relativ geil ist. Ist man nicht so krass gewohnt. Also bin ich nicht so krass gewohnt bei den ganzen Autos, aber bei meinen Autos, weil da hatte ich bisher, glaube ich, noch gar keine ABE. Ne, ich wüsste nicht, in welchem Auto, beziehungsweise an welchem Auto ich Teile habe, die eine ABE haben. Gut, ich werde das Ganze jetzt erstmal einbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Auspuff ist jetzt runter. Wie ihr seht, der Wagen steht jetzt mitten in der Halle und nicht mehr dort vorne, wo der eigentlich stand. Weil das Ganze jetzt ungefähr, ich glaube, 1,5 Monate oder sowas her ist, seitdem ich die Abgasanlage drunter gebaut habe. Aber die Abgasanlage ist jetzt drunter. Der Wagen ist auch schon eingefahren, deswegen kann ich euch gleich mal so ein paar Soundclips zeigen. Aber auf jeden Fall, die Abgasanlage ist jetzt drunter. Sieht auch meiner Meinung nach echt sehr, sehr nice aus. Ich habe ja am Anfang, glaube ich, nochmal gesagt, wo ich die Abgasanlage gezeigt habe, dass aus irgendeinem Grund das so ein bisschen komisch aussieht hinten in den Endtöpfen. Und wie ihr gerade auch in der Zeitraffer gesehen habt, ist, dass ich die Endtöpfe oder die Endstücke, dass ich die nicht direkt dran gemacht habe, beziehungsweise dass, als ich die dran gemacht habe, dass sie ein bisschen zu lang waren. Deswegen musste ich die Endtöpfe, beziehungsweise mussten die Endtöpfe eingekürzt werden. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich mal hier drunter, sieht man das hier irgendwie? Ja, da. Und das ist auch direkt auf top. Ist auch schon ein bisschen am Rosten, weil ich da nicht direkt das lackiert habe. Aber die Endtöpfe mussten einmal neu angeschweißt werden. Die waren ein bisschen zu lang. Ich werde das irgendwie hinlegen, damit das leuchtet. Ja. So, die waren ein bisschen zu lang. Und zwar hier vorne haben die das einfach gemacht, dass sie irgendwie so gut 10 cm da ein Stück dran gespeist haben, dass das dann halt hier 10 cm weiter raushängt. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall mussten wir hier, oder musste ich einmal hier auftrennen, einmal mit der Flex. Oh, da man sieht das gar nicht. Und zwar bin ich hier hingegangen, habe das hier mal aufgeschnitten, dann zugeschweißt und da vorne einfach das Stück abgeschnitten und dann auch wieder zugeschweißt. Einmal rundherum, das an beiden Seiten. Ich weiß, ich musste noch einmal eben irgendwie lackieren. Aber warum auch immer der Vorbesitzer von der Abgasanlage das gemacht hat, keine Ahnung. War jetzt ultra nervig, das Ganze noch zusammenzubauen, beziehungsweise wieder so fertig zu machen, so dass es bei mir passt. Ja, das ist jetzt alles drunter und hört sich auch extrem, extrem gut an. Und macht auch Sachen, wo ich nicht wusste, dass der RX-8 das so Serie kann, nur mit der Auspuffanlage. Das seht ihr aber gleich alles, beziehungsweise das seht ihr jetzt direkt. Deswegen, ich spiele jetzt einfach mal den kleinen Clip ab, oder die paar Clips, die ich habe, spiele ich mal ab. So ein bisschen vom Sound. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder und dann werde ich euch gleich nochmal Bescheid sagen, beziehungsweise abholen, sage ich mal so.
So, wie ihr jetzt gerade gehört habt, der RX8 hört sich jetzt schön vernünftig gut und laut an. Vorher war der ja im Prinzip gar nichts. Und wie ihr auch gesehen habt, schießt er jetzt so ein paar kleine Flammen. Dafür, dass der noch den Cut drin hat. Ich habe auch gerade den Cut nochmal nachgeguckt, weil ich irgendwie Angst hatte, dass da irgendwie was beschädigt ist oder ob der irgendwie zugeschmolzen ist oder sowas. Ich kann hier 1, 2 Bilder oder sowas einblenden. Der Cut sieht noch absolut perfekt aus. Da sind so ein paar kleine ja, Schäden drin oder so ein paar kleine Dellen drin, sage ich jetzt mal, so ganz, ganz eben, also 1, 2 oder sowas, das ist jetzt nicht schlimm. Ist jetzt nicht irgendwie komplett zu oder leer. War im schlimmsten Falle. Deswegen ist geil. Sollte man höchstwahrscheinlich auch nicht zu oft tun. Jetzt irgendwie da Flammen schießen und Vollgas, Vollgas geht wohl, aber Flammen schießen und sowas sollte man vielleicht nicht zu häufig tun. Wenn es jetzt beim Beschleunigen passiert, wie bei dem einen Mal, wo ich da beschleunigt habe, dann ist es halt so, ist halt schon ein bisschen geil. Man freut sich schon ein bisschen, wenn der Wagen Flammen schießt, muss man schon sagen. Ja, aber sonst das Ganze mit dem Gas spielen, da kurz vorm Limiter hängen und dann ganz hell aufs Gas und wieder runter und sowas, das sollte man höchstwahrscheinlich nicht zu häufig tun, weil sonst denkt sich der Cut auch irgendwann, moin, anscheinend willst du mich nicht mehr haben. Deswegen das sollte man vielleicht nicht zu häufig tun, also 1, 2 Mal geht das bestimmt, ohne dass es hochgeht. Übrigens, falls Leute fragen, die Abgasanlage hat TÜV, ist eine ABE, sprich ich kann die einfach, solange ich nichts am anderen Abgasstrang, also Cut oder Krümmer oder sowas, solange ich da nichts verändert habe, kann ich die Abgasanlage einfach drunter bauen und einfach fahren, weil das eine allgemeine Betriebserlaubnis ist. Ja, dafür, dass die Auspuffanlage eine allgemeine Betriebserlaubnis hat, ist das Ding doch schon echt laut. Also innen drin, wenn du so mit 100 im 6. Gang fährst oder sowas, dann ist das schon laut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die jetzt auch nicht unbedingt lauter haben wollen. Deswegen, das ist auch so, der RX8 ist so mein Daily Driver, sage ich jetzt einfach mal. Ja, deswegen, da muss sie jetzt nicht unbedingt noch sehr viel lauter sein oder sowas. Das reicht schon für eine Lautstärke. Das macht schon Spaß mit dem Auto zu fahren. Ja, aber wie gesagt, wenn man damit ganz normal fährt, irgendwie 100 km/h oder jetzt bei 50 im 4. Gang oder im 3. Gang, muss man immer gucken, weil das mit den Gängen ein bisschen doof ist. Ja, ist sie an sich angenehm, aber ansonsten, die Abgasanlage ist schon extrem gut, also bin ich sehr zufrieden mit. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben, wenn nicht, gebt einen Daumen runter, weil nur so kann ich die Videos sich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.